Hallo Freunde von Michael Grant Klartext. Heute zum Thema: Ist Deutschland noch besetzt? Alleine schon die Fragestellung klingt nach Verschwörungstheorie und ich wette, würde man diese provokante Frage dem normalen Mainstream-Menschen stellen, würden 99% von ihnen sagen, dass Deutschland natürlich nicht mehr besetzt ist. Aber ist das wirklich so? Ich werde euch nun Fakten präsentieren, nach deren Studium ihr selbst eine Einschätzung vornehmen könnt. Als allererstes möchte ich auf das immer noch gültige NATO-Truppenstatut verweisen. Am 1. Juli 1963 traten für die Bundesrepublik Deutschland das Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen, kurz NATO-Truppenstatut NTS, und das Zusatzabkommen zu diesem Abkommen, Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut NTS-ZA, in Kraft. Um der seit der deutschen Einheit entstandenen veränderten Lage zu entsprechen, wurde am 18. März 1993 das Abkommen zur Änderung des ZA-NTS von den 6 Staaten, die Truppen auf Dauer in Deutschland stationiert hatten, also Belgien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, die Niederlande und die Vereinigten Staaten von Amerika, und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Dieses Abkommen trat am 29. März 1998 in Kraft. Grund: Durch den Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, also den 2+4-Vertrag vom 12. September 1990, war das bis dahin fortgeltende Besatzungsrecht abgelöst. Also erst 1990. Dennoch genossen ausländische Streitkräfte bis heute Sonderrechte. Dazu schreiben die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags, ich zitiere: Ausländische Truppenverbände, die sich mit der Einwilligung eines anderen Landes auf dessen Staatsgebiet aufhalten, werden nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts als nationale Organe des Entsendestaates behandelt, wenn sie nicht in die militärische Organisation des Aufnahmestaates integriert oder supranational sind. Sie genießen Kraft Völkergewohnheitsrechts bei ihren hoheitlichen Maßnahmen Immunität von der Jurisdiktion und der sonstigen Hoheitsgewalt des Aufnahmestaates, soweit der Entsendestaat nicht auf die Immunität verzichtet hat. Mit der Zulassung fremder Streitkräfte verzichtet der Aufnahmestaat nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts auf die Ausübung seiner souveränen Rechte insoweit, als die Wahrung der Disziplin und Kampfbereitschaft des militärischen Verbandes dies erfordern. Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Stationierungsstreitkräfte als Organe der Entsendestaaten kommen ebenso wenig in Betracht, wie auch gegenüber der Bundeswehr hoheitliche Vollstreckungsmaßnahmen ausscheiden. Truppenübungsplätze, Luft-Bodenschießplätze, Standortübungsplätze und Standortschießanlagen sind den ausländischen Entsendestreitkräften teilweise zur ausschließlichen Benutzung überlassen. Zitat Ende. Ja, was heißt das nun im Klartext? Im Klartext heißt es, die Alliierten auf deutschem Boden sind mit ihren Truppenübungsplätzen und Anlagen weitgehend unangreifbar und genießen zudem Immunität. Das NATO-Truppenstatut zeigt, dass bis heute die Streitkräfte der Vereinigten Staaten mehr als 500 Quadratkilometer deutschen Grund und Boden für ihre Truppen besetzen. In diesen 500 Quadratkilometern sind wir nicht souverän. Gegenwärtig sind das vor allem die US-Stützpunkte Stuttgart-Vaihingen, Stuttgart-Möhringen, Wiesbaden-Erbenheim, Ramstein mit ungefähr 8000 Soldaten, Böblingen, Landstuhl,
Geilenkirchen, Kalkar, Ulm, Kiel, Ingolstadt. Dazu kommen noch US-Militäreinrichtungen in Illesheim, 1000 Soldaten, Ansbach 2000 Soldaten, Vilseck 5000 Soldaten, Grafenwörth 3000 Soldaten, Hohenfels 1000 Soldaten, Kaiserslautern 2500 Soldaten, Spangdahlem 3000 Soldaten und Baumholder 2000 Soldaten. Das Truppenstatut, das auch nach der Unterzeichnung des 2+4 Vertrags weiter Bestand hat, das ist wichtig, beinhaltet zudem die Zusammenarbeit, die sich insbesondere auf die Förderung und die Wahrung der Sicherheit der Bundesrepublik, der Entsendestaaten und der Truppen erstreckt, namentlich auf die Sammlung, den Austausch und den Schutz aller Nachrichten, die für diese Zwecke von Bedeutung sind. In einem vertraulichen Briefwechsel hatte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer den Westalliierten Mitte 1950 nämlich ihr Recht bekräftigt, unter gewissen Umständen die Brief- und Telefonkommunikation in Deutschland überwachen zu dürfen. Nachdem der Bundestag im Jahr 1968 das sogenannte G10-Gesetz, eigentlich Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, beschlossen hatte, das bis heute gilt, das die Kommunikationsüberwachung durch die deutschen Sicherheitsdienste in engen Grenzen regelte, wurden die Ausspährechte der Briten, Franzosen und Amerikaner präzisiert. In einer Verwaltungsvereinbarung Bonns mit den 3 Westalliierten wurde daraufhin geregelt, dass die Alliierten Geheimdienste im Interesse der Sicherheit ihrer Streitkräfte, den Bundesnachrichtendienst und den deutschen Verfassungsschutz um Brief- und Fernmeldekontrolle ersuchen können. Also die Alliierten können in unseren sozialen Medien, in unseren Briefen, in unseren Telefonen und so weiter herumschnüffeln. Anscheinend wurden diese alliierten Ausspäh-Sonderrechte im Jahr 2013 beendet. So jedenfalls die offizielle Version. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes tauschten die 4 betroffenen Außenministerien entsprechende Schreiben aus. Am 2. August 2013 sei mit den Briten und Amerikanern, am 6. August 2013 mit den Franzosen der Notenaustausch erfolgt, der die alten Vereinbarungen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst habe. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bestätigte in der Stuttgarter Zeitung: Damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Es bleibt also festzustellen, dass Angela Merkel erst im August 2013 in die volle Souveränität der Bundesrepublik Deutschland bekannt gab. Abgesehen davon besitzen unsere Verbündete im wahrsten Sinne auch noch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges deutschen Grund und Boden und genießen rechtliche Immunität. Ich frage euch, sieht so eine echte Souveränität aus? Sind wir nicht doch noch besetzt, zumindest in diesen 500 Quadratkilometern der Alliierten? Wie es zu dem Krieg kam, wie der Krieg ablief, welche Geschichtslügen es gibt, erfahrt ihr in meiner brisanten Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur. Der Link zur Bestellung ist unten angegeben. Ebenso alle Hintergründe zu dem, was ich im heutigen Video gesagt habe, in meinem Buch, das ebenfalls unten angegeben wird. Besucht meine Homepage www.michaelgrant.de und abonniert einen kostenlosen Newsletter. So seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich tue, was meine Arbeit ist, und vor allem Ende November wird eine publizistische Bombe platzen. Ich werde ein Buch herausgeben, das ich gerade weltweit anbiete und das ganz sicher die Mainstream-Sesselpupser-Historiker in den Wahnsinn treiben wird. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, euer Michael Grant.